In diesem Video soll es einmal um die Sitzhaltung Fudosa bzw. der unerschütterliche Sitz gehen. Es gibt hier so ein paar Sachen, die ich ansprechen möchte, wie zum Beispiel die Sitzhaltung aus dem Stehen heraus korrekt eingenommen wird. Und ich möchte im weiteren Verlauf des Videos noch ein paar Übungen zeigen aus meinem Training, wie man ein besseres Gefühl für diese Sitzhaltung bekommen kann. Ich bin Dirk von Niboralf und wenn euch das Thema interessiert, bleibt gern dran, denn wie gehabt, nach dem kurzen Trailer erkläre ich mehr dazu. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei Fudosa um eine sitzende Position, die übersetzt ungefähr so viel wie unerschütterlicher Sitz bedeutet. Das Unerschütterliche hat weniger damit zu tun, dass man in dieser Position schlecht umgestoßen werden kann, sondern vielmehr ist es eine mentale Haltung, die man in dieser Sitzposition einnimmt. Die Haltung an sich spielt in den unteren Kyo-Graden kaum eine Rolle und die einzige Berührung, die man meines Erachtens so damit hat, ist in der Kamae no Kata. Die Kamae no Kata ist so eine Übungsabfolge, wo man verschiedene Grundpositionen am Stück versucht hintereinander wegzuzeigen oder zu demonstrieren oder in einen Fluss zu bringen. Das wird meistens im 8. oder 9. Kyo abverlangt. Darüber hinaus, wie gesagt, gibt es kaum Berührung mit dieser Kamae, erst später dann, wenn es dann zu Bodentechniken geht, beziehungsweise wenn man Katas aus dem Sitzen heraus ausführt und trainiert. Beim Einnehmen dieser Position gibt es so einen Punkt, auf den man aufpassen muss, vor allen Dingen, wenn man aus Shisentai dann in diese Sitzhaltung hineingeht. Und genau diesen einen Punkt sehe ich immer mal, verkehrt kann man schlecht sagen, aber aus meiner Sicht wäre es halt ein kleiner Fehler und deswegen möchte ich auf diesen einen Punkt jetzt mal kurz etwas näher eingehen, bevor ich dann im Weiteren noch ein paar Übungen zeige, wie man ein besseres Gefühl für diese Sitzposition bekommen kann. Bevor ich jetzt hier lange weiterrede, starten wir. Aus Shisentai wird ein Bein im Winkel von etwa 45 Grad einwärts nach hinten abgekniet, der Fuß abgelegt und anschließend hingesetzt. Das andere Bein wird vorn quer gelegt, wobei die Fußsohle am Knie des eingeschlagenen Beines ruht. Es bildet sich eine Art Sitzdreieck. Fudosa ist in der Regel eine frontale Kamae. Wird das erste Bein jedoch ähnlich wie bei Sesa zuerst gerade nach hinten abgekniet, verlagert sich dadurch die Sitzrichtung und ist nicht mehr frontal. Grundsätzlich ist in Fudosa das Becken seitlich gekippt, was sich auf die Wirbelsäule auswirkt. Am bequemsten sitzt es sich in dieser Position, wenn sich die Ferse mittig zwischen den Sitzbeinhöckern befindet. Sitzt man jedoch mehr seitlich auf der Ferse, wird es sehr schnell unbequem und auch das Becken wird mehr gekippt. Wird das eingeschlagene Bein zu weit zur anderen Gesäßhälfte geführt, wirkt sich das ungünstig auf den Schwerpunkt aus und man sitzt natürlich ebenfalls unbequem und kann darüber hinaus auch leicht nach hinten umkippen. Eine erste gute Übung für Fudosa ist der Seitenwechsel der Kamae, während das eingeschlagene Bein, auf dem gesessen wurde, außen herum kreisförmig nach vorn gebracht wird. Der vordere Fuß rutscht hierbei innen bzw. unten durch bis zum Gesäß. Wie ihr sehen könnt, entsteht dabei eine Vorwärtsbewegung. Macht ihr das Ganze andersherum, könnt ihr euch damit rückwärts bewegen.
hier die Übung einmal von vorn. Und das Ganze auch noch einmal von hinten. In dieser Übung führe ich eine Vierteldrehung aus und nutze hierbei als Zwischenposition den Fersensitz Sesa. Eine 180-Grad-Wende geht am besten über eine hockende Position. Wichtig hierbei ist, dass ihr den vorderen Fuß auf die Zentrallinie aufsetzt. Jetzt möchte ich noch eine Übung zeigen, die zum Beispiel für einen Angriff verwendet werden kann. Nach vorn kommt ihr, indem ihr mit dem eingeschlagenen Bein einen Schritt vorwärts ausführt. Damit auch hier eine kraftvolle Bewegung möglich wird, solltet ihr diesen Ablauf gut trainieren. Hatsumi Sensei führt Fudosa in seinen Ku-Kamae auf. Das sind 9 Grundhaltungen, die er so als wichtige Grundhaltungen darstellt, und hier weist er darauf hin, dass man diese Kamae in rechts und in links ausführen kann, also je nachdem, wie rum man die Beine einschlägt, und dass es dafür auch verschiedene Varianten der Anwendungen gibt. Es gibt also noch wesentlich mehr Sachen, was man mit dieser Kamae anstellen kann, als das, was ich gezeigt habe. Und vielleicht habt ihr auch noch Anregungen oder kennt sogar eine Kata, wo explizit Fudosa eine Rolle spielt, und das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin damit wieder am Schluss dieses Videos und ich sage danke, dass ihr bisher geschaut habt. Zur Kamae no Kata wird demnächst mal ein weiteres Video folgen, und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, ich sage Tschüss, euer Dr. Nimpo Ralf.